Schmelztiegel Kreuzberg, Sehnsuchtsort von Zugezogenen und Urgesteinen gleichermaßen. Und auch wenn sich in den vergangenen Jahren hier im Bezirk vieles verändert hat, ist doch so manches gleich geblieben. Es ist vor allem das Zusammenspiel von historisch Gewachsenem und Neuem, das Kreuzberg ausmacht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez aus dem Herzen Kreuzbergs. Und wir haben euch zwei super spannende Projekte mitgebracht. Für viele gibt es nirgends mehr Berlin-Gefühl als in Kreuzberg. Hier trifft Jung auf Alt, Kunstprojekt auf Shisha-Bar oder alternatives Wohnprojekt auf Karloft. Kurzum, vereint durch die Unterschiede, könnte man sagen. Aber was sagen denn die Kreuzberger so selbst über ihren Kiez? Hören wir doch mal, was man rund um den Moritzplatz so erzählt. An Kreuzberg mag ich die Menschen, die Offenheit und dass viele Kulturen miteinander zusammenleben und auskommen. Das sind die Menschen, also aus vielen verschiedenen Kulturen. Sei es auch das Essen oder Restaurants oder was man hier auch was machen kann. Früher war es natürlich das alte Kreuzberg, ja, bevor die Mauer fiel, da war ja viel los, da war Punk. Ich habe auch das Gefühl, die Leute sind hier entspannter als anderswo. Also hier ist es halt auch normal, unter der Woche auch mal nach 22 Uhr noch draußen zu sitzen mit seinen Leuten und es stört irgendwie niemanden. Das ist ein sehr schönes Klima einfach. Ich liebe es hier, weil es sehr entspannt und gemischt und grün. Ja, ich bin happy. Mein Producer Sebastian wollte eigentlich, dass ich an dieser Stelle ein paar coole Tanzmoves mache, zu Beginn dieser Anmoderation, um auf unser erstes Projekt überzuleiten. Wie ihr aber seht, habe ich mich dagegen erfolgreich gewehrt. Aber Tanzmoves und Kreuzberg, könnten das nicht die Flying Steps sein? Richtig! Die Breakdance-Gruppe wurde 1993 von Kadir Memisch und Vatan Basil gegründet und hat seitdem mehrere Weltmeisterschaften gewonnen. 2007 gründeten die Flying Steps dann die Academy, um ihr Talent und ihr Wissen zu teilen. Was genau sie hier treiben, finden wir jetzt heraus. Hallo Vatan. Hallo Robert. Kannst du dich kurz vorstellen? Also, mein Name ist Vatan Basil, ich bin von den Flying Steps. Die Flying Steps gibt es seit 1993, ich bin einer der Mitgründer. Oh. Mittlerweile auch Geschäftsführer von diesem Unternehmen und künstlerischer Leiter. Was hat es denn mit den Flying Steps auf sich? Kannst du mir das genauer erklären? Also Flying Steps ist eine Breakdance-Tanzgruppe und haben damals mit Breakdance angefangen als Hobby, haben an Meisterschaften teilgenommen und heute haben wir eine eigene Dance Academy, also die Flying Steps Academy und inszenieren große Shows weltweit. Wer kommt denn zu euch? Also was ist euer Klientel? Wer kann hierher kommen und tanzen lernen? Als allererstes natürlich Menschen, die Bock zu tanzen haben. Also das ist ganz wichtig. Das ist von Kindern bis Erwachsene, also bis hohes Alter. Wir bilden aber auch Tänzer aus, professionelle Tänzer, die dann später die Karriere oder den Beruf als Tänzer leben wollen. Und somit ist hier eigentlich eine Range von 3 Jahren bis 99. Wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, so eine eigene Dance Academy zu gründen? Also was sind die Anfänge? Warum macht man das? Wir haben mit unserer Leidenschaft angefangen, wir haben Meisterschaften gewonnen. Irgendwann war der Punkt so, ey, kann man überhaupt damit Geld verdienen? Ist das überhaupt ein Beruf, der in die Zukunft geht, nur Wettbewerbe? Und trotzdem dabei zu bleiben, haben wir dann überlegt, irgendwann zu sagen, ey, unsere Erfahrungen, unser Wissen einfach weiterzugeben an Leute, die vielleicht nicht diesen steinigen Weg, den wir viele Jahre gegangen sind, sondern mit unserem Wissen und so allem drum und dran, denen vielleicht das beibringen können. Was ist überhaupt Hip-Hop, was ist überhaupt Breakdance oder der ganze urbane Tanz an sich so. Ist das nicht irgendwie auch die Last des eigenen Erfolges, wenn man Weltmeisterschaften gewinnt und besser ist als alle anderen? Weil wann immer man sich dann weiterentwickelt, man muss doch was ganz Neues kreieren, oder? Genau, ich glaube, wir haben sehr früh erkannt, dass natürlich dieses ganze urbane Tanz, dieses Breakdance ja einmal, was natürlich Wettbewerb betrifft, immer eigentlich daher kommt. Aber irgendwann wurde es auch klar, dass es auch unterhaltsam sein kann. So. In dem haben wir unsere Shows kreiert, haben das im Corporate-Bereich immer für große Marken immer performt, haben Videoclips gemacht, Musik gemacht. Und natürlich am Ende war dann irgendwann der Punkt, so auch eigene Shows, also abendfüllende Programme zu machen. Somit sind wir 2010 damit durchgestartet und machen mittlerweile auch viele große Tanzprojekte, die durch die ganze Welt touren. Auf was für Stile oder welche Arten von Tanz treffe ich denn bei euch? Was kann ich hier lernen? Na gut, wir fangen erstmal damit an. Also wir haben in der Woche 96 Kurse mittlerweile. So, wir haben 50 Dozenten. Also wenn wir mit Hip-Hop anfangen, das ist natürlich Breakdance, dann gibt es Hip-Hop-Tanz, dann gibt es das Locking, so nennt sich das, das Popping. Popping ist so dieses Robot-Dance, was man kennt. Dann gibt es noch House und jetzt haben wir natürlich auch mittlerweile auch Ballett, Jazz, Modern, Commercial, Afro-Dance. Und
Wie kann ich jetzt zu euch kommen? Muss ich einfach nur Lust auf Tanzen haben oder sucht ihr euch die Besten raus, weil ihr wisst, ihr könnt Cherry-Picking betreiben? Nein, überhaupt nicht. Also wir wollen nicht die Besten haben. Das machen wir dann schon. Also wir gucken dann, wer Talent hat. Aber hier kann jeder kommen. Also egal, jeder, der Lust zum Tanzen hat, ist hier eigentlich herzlich willkommen so. Du kannst es online machen, du kannst persönlich herkommen, einfach und anschreiben. Alles findet man auf der Homepage. Oder wie gesagt, wir haben hier tolle Mitarbeiter, die dann dich gerne in Empfang nehmen und dann dir dementsprechend auch die richtige Klasse aussuchen. Warum hier im Kiez? Wir sind ja in Berlin groß geworden und es war schon immer so gewesen, dass Kreuzberg, Wedding und Tiergarten, das waren immer so die Hotspots des Tanzens hier in Berlin. Dann, wo es darum ging, dann halt die richtige Tanzschule zu finden, den richtigen Spot zu finden, war so, ey, wir müssen nicht in unserem Kiez bleiben, damals noch in Wedding-Reinickendorf, sondern wir gehen mal ein bisschen so in die Mitte von Berlin. Wo ist Mitte von Berlin mittlerweile? Und Mitte von Berlin ist Kreuzberg. Und Kreuzberg war schon immer cool für uns. 30 Jahre Jubiläum Flying Steps feiert ihr nächstes Jahr, 15 Jahre die Academy, das ist ja ein verdammt langer Weg. Geht einem da irgendwann mal die Puste aus und man sagt, oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr, oder ist man immer voll Feuer und brennt und will immer weitermachen? Boah, also ich glaube, also langweilig wird es uns auf keinen Fall so. Wir haben noch voll viel Antrieb, was uns so eine Art Vision und Motivation ist, ein eigenes Theater. Und das ist so der nächste Schritt, wo wir gerne hinwollen in den nächsten Jahren. Irgendwo Mitte, Ende der 90er Jahre gab es diese Ape Escape Nummer von euch, oder? Ja. Was war das? Wie kam das dazu? Für mich ist das so eine Kindheitserinnerung. Das ist mein erster Berührungspunkt mit euch. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, wir haben damals ja schon, wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt habe, wir waren sehr erfolgreich mit dem Breakdance. Und dann kam halt ein Bekannter auf uns zu und meinte, ey, da ist gerade ein Produzententeam, die suchen gerade Breakdancer für die nächste Single, so für die Musik. Das hat damals mit Supersonic angefangen, das Ding ging in die Top 10, wir wurden über Nacht auf einmal super bekannt so. Und durch diese Produktion, durch diesen Erfolg kam dann irgendwann halt diese Geschichte mit Ape World und das war so einer der ersten Digitalvideos, die dann so gemacht wurden, wo wir dann mittendrin in dieser Welt waren von Ape. Super lustig, aber die Idee kam von den Produzenten natürlich. Wahnsinnig cool. Was für eine Erfolgsgeschichte. Die gibt sicherlich ganz vielen Leuten ganz viel Inspiration, Selbstbewusstsein und fördert Talente. Also vielen Dank dafür, viel Erfolg weiterhin und danke, dass wir euch besuchen durften. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Mach's gut. Danke. Ciao. Schon sehr lange hier in Kreuzberg verankert und beheimatet, aber ehrlicherweise nicht ganz so einfach zu finden, ist unsere zweite Geschichte, nämlich das S27 Kunst und Bildung. Das in den 80er Jahren gegründete Projekt widmet sich jungen Leuten und der Realisierung von Projekten, die durch Kunst inspiriert sind. Hier in der Schlesischen Straße 27b ist das S27 beheimatet und was man hier so macht, schauen wir uns nun mal an. Barbara Meyer ist mein Name. Ich bin die Leiterin der Schlesischen 27, S27 Kunst und Bildung, wenn man es kurz sagt. Es ist ein Haus der außerschulischen Bildung, basisfinanziert vom Land Berlin mit einem sehr großen Stab von Künstlerinnen und Künstlern, die zusammen mit Jugendlichen, mit Kindern, mit jungen Erwachsenen auch ästhetische, kulturelle Bildung so an der Schnittstelle zur politischen Bildung verfolgen. Man muss sich das so vorstellen, bei uns kommen sehr viele junge Menschen an, die aus recht instabilen Lebenssituationen kommen, seien das jetzt geflüchtete junge Leute oder auch junge Berlinerinnen, Berliner, die nicht mehr an die Schule gehen oder einen Schulabschluss verpasst haben. Manchmal auch, die in der Bewährungshilfe sind. Und das Ziel mit den Künsten und mit den kreativen Design-Workshops, die zur Hauptsache hier stattfinden, ist es, ja, einen Übergang zu finden für die jungen Menschen in Regelstrukturen. Und im Zentrum steht eigentlich ein Bauhaus-Vorkurs, also eine sehr kreative Grundschulung von handwerklich-künstlerischen Werkstätten und auch mit einer Teilnahmebescheinigung von der Handwerkskammer abschließt. Die Objekte, die hier entstehen, die brauchen schon so das Erlebnis von so einer Veränderung. Wir fangen mit Materialien an, die sehr reduziert sind. Aus einer Flasche ist eine sehr schöne Lampe geworden und wir nennen das so Transformationsobjekte. So hat eine Gruppe aus altem Mobiliar Instrumente gebaut. Das Kommodenorchester ist entstanden und da gehört ein Kontrabass dazu, der einfach tipptopp ist und einen guten Klang hat. Die Zukunft der S27 ist ja ganz verbunden mit überhaupt Zukunft und Entwicklungen jetzt lokal bis global. Und
Ich glaube, dass wir uns anders und kreativer auch mit dem Phänomen der Krise beschäftigen müssen, eine neue Zuversicht finden und eine neue Interdisziplinarität. Das heißt, ich wünsche mir für die Zukunft eine Umgebung, die ähnlich offen mit Krisen umgeht. Also dass wir nicht uns versteifen, ja, wir sind eine Kunst- und Kultureinrichtung und die anderen soziale Einrichtungen oder Wirtschaftsunternehmen, sondern wir müssen quer durch alle Sparten uns verbinden und optimale Lösungen finden und nicht verzweifeln dabei. Kreuzberg bleibt sich treu und ich finde es sehr wichtig, dass Institutionen wie das S27 dem steigenden Druck der Stadt standhalten. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet und gemeinsam mit mir eine neue Facette von Kreuzberg entdeckt habt. Ich werde jetzt noch ein wenig das schöne Wetter genießen und in 2 Monaten sehen wir uns dann gerne wieder zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Wenn ihr jetzt noch mehr entdecken wollt und andere Kieze, könnt ihr das gerne tun. Weitere Folgen Einfach dein Kiez könnt ihr hier und hier anklicken. Tolle Bezirke, schöne Orte, spannende Projekte.